So, hello again, da sind wir wieder. Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Straff in Zeit, beziehungsweise auch in einem neuen Video. Ich nehme mich heute mal mit auf einen Waldspaziergang und nehme dir die Podcast-Folge frisch aus dem Wald auf, weil heute soll es um das Thema Bewegung gehen. Bewegung an sich, Sport, Gym, Laufen, Schwimmen, Yoga, einfach Bewegung in den Körper reinbringen. Und deswegen dachte ich mir, macht es irgendwie Sinn, die Folge auch direkt ein bisschen interaktiver aufzunehmen und dich mit auf einen kleinen Waldspaziergang zu nehmen, mit in die Bewegung rein. Und ich habe ja vor ein paar Tagen, beziehungsweise ich glaube vor einer Woche oder so war das, wo ich gefragt habe, wir gehen mal einfach hier kurz Offroad rein, was dir Sport gibt, was dir Bewegung gibt, was da so besonders für dich dran ist. Und die Fragen möchte ich heute auch mit einfließen lassen. Und zwischendurch, entweder in Kombi oder dann danach, nachdem ich auf die Antworten eingegangen bin, auch das teilen, was mir Sport gibt, was mir Bewegung gibt, warum das einfach so ein fester Bestandteil von meinem Alltag ist. Und irgendwie macht so ein Waldspaziergang das Ganze ein bisschen leichter, darauf einzugehen. Kurz in der Sonne stehen, kurz genießen. Ich hoffe, das passt so alles vom Ton. Ich habe mir jetzt hier das Ansteckmikro nochmal mitgenommen, damit der Ton ein bisschen konstanter ist, gerade auch für den Podcast, weil ich die Folge eben nicht nur als Video hochladen möchte, sondern auch für Spotify, Apple Podcasts und Co. Und zwischendurch stelle ich die Kamera einfach auf, weil ich glaube, so eine halbe Stunde oder je nachdem, wie lange die Folge geht, zu quatschen und die ganze Zeit die Kamera in der Hand zu halten. Irgendwann wird der Arm auch schwer, aber das dazu. Und natürlich, ist ja klar, Waldspaziergang mit Flipflops, ja sicher, wichtig. Ich genieße ja gerade einmal ganz kurz den Moment in der Sonne, weil das tut gerade richtig gut. Und das bringt mich auch direkt schon zum ersten Punkt. Thema Bewegung. Mir ist da ganz wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur darum geht, im Gym zu sein, zu pumpen und irgendwie Vollgas. Ne? Das, klar, gehört für mich irgendwie auch mit dazu. Aber solche Waldspaziergänge, am Feld spazieren gehen, am Strand spazieren gehen, wo auch immer, das macht für mich auch Bewegung aus. Und direkt dieser erste Punkt, draußen zu sein, in der Natur zu sein, hatte ich auch eine Antwort, Outdoor. Also einfach rauszugehen, draußen was zu machen und so die Bewegung zu spüren. Sei es jetzt beim Laufen, bei einem Waldspaziergang, beim Skilaufen, da einfach so diese unterschiedlichen Sportarten mit der Natur eben zu kombinieren. Finde ich mega, mega schön. Und gerade auch solche Momente dann jetzt einfach zu genießen, im Wald zu stehen, mal hinzuhören. Vogelgezwitscher, ein Krankenwagen im Hintergrund, super, hoffentlich nichts Schlimmes. Die Wärme der Sonne zu spüren, sich einfach zu verbinden. Und das kann ich gerade im Wald einfach irgendwie besonders gut. Das gibt mir immer wieder Ruhe. Gerade wenn es irgendwie im Kopf ein bisschen laut ist, was ja durchaus ab und zu mal vorkommt, dann finde ich es immer besonders entspannt, raus in den Wald zu gehen. Weil mir der Wald einfach irgendwie wieder so eine Verbundenheit gibt, wo sich vieles auflöst, wo auch vieles beantwortet wird, was vielleicht unklar ist. Und das mit dem Vogelgezwitscher zu hören, die Sonne zu spüren, sich einfach in den Wald zu setzen, ich finde, das nimmt extrem viel Gewicht. Und deswegen draußen sein, Bewegung, den Kopf durchlüften, frei machen. Ich gehe mal ein paar Schritte weiter. Und ich schaue einfach parallel mal kurz in eure Antworten rein, weil, was haben wir hier noch? Immer wieder ankern. Beschreibt eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Dass du einfach so ein
einen Anker für dich hast. Das beschreibt es eigentlich, immer wieder ankern, dass du für dich was findest, was dir Halt gibt, wo du ja, so eine Quelle der Ruhe für dich findest, wo du rausgehen kannst, wo du spazieren gehst, laufen gehst, trainieren gehst, eine Runde Yoga machst, schwimmen gehst, was auch immer, wo du weißt, okay, wenn ich das mache, dann fühle ich mich danach einfach besser, dann fühle ich mich danach gut. Und das hilft mir wieder, bei mir selbst anzukommen, mich selbst zu spüren, diese Ruhe in mir zu fühlen. Deswegen, ja, immer wieder ankern. Das bedeutet Bewegung unter anderem auch für mich. Das ist total schön. Was haben wir noch? Outdoor, ja. Habe ich gerade schon beschrieben, bin ich gerade drauf eingegangen. Ausgeglichenheit bedeutet Sport für mich. Ausgeglichenheit, ja. Beschreibt es eigentlich auch perfekt. Also danke da auch nochmal für eure ganzen Antworten auf die Fragen. Ausgeglichenheit finde ich auch total schön, weil das auch ein Punkt ist, der... Kurz gucken hier. Ich glaube, ich drehe noch eine Runde durch den Wald. Ich finde es immer stressig, wenn du mit einer Kamera irgendwie in der Hand daherläufst und dich dann auf ein wichtiges Thema einlassen möchtest, bin ich doch immer wieder ein bisschen abgelenkt von den Blicken, die dir die Menschen dann zuwerfen, auch wenn es eigentlich egal sein sollte, aber irgendwie bist du ja doch immer so der kleine Alien, wenn du mit einer Kamera und Mikro durch die Gegend läufst. Deswegen drehen wir hier nochmal eine kleine Extra-Runde zum Thema Ausgeglichenheit. Ja, passt sehr gut, weil ich kenne das nur zu gut, wenn dich alles irgendwie ein bisschen durcheinander wirft und du dich sehr unausgeglichen fühlst. Und ja, dann ja auch nicht nur eine Sache kommt, sondern irgendwie alles auf einmal, dann kann ich das schon mal ganz gut durchwirbeln. Und gerade dieses Gedankenchaos, das kenne ich auch zur Genüge. Wow, hallo. Und da da hilft mir Sport auch einfach immer wieder bei, da diese Ausgeglichenheit zu spüren und bei mir anzukommen und Ruhe zu finden. In diesem ganzen Trubel, der da sonst dann so im Kopf stattfindet, hilft es einfach. Hilft das genau diese Gedanken, die da sind und die auch nicht immer besonders förderlich sind, dann auch loszulassen und wieder in die Ruhe zu kommen. Beziehungsweise da einfach einmal im Kopf auch durchzulüften und ein bisschen entspannen. Was ist da vorne gerade los? Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen tiefer in den Wald rein. Hier Störgeräusche. Eieieiei. Schlechte Vorbereitung. Kilometer. Ja, diese Ausgeglichenheit zu finden. Und mir hilft das auch immer extrem, einfach in meine eigene kleine Welt abzutauchen. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise beim Laufen bin oder wenn ich im Gym bin sowieso, ne, Kopfhörer auf, Musik an und dann ist die Welt um mich herum aber mal ganz still. Und beim Laufen zum Beispiel auch, dann hilft es mir einfach dabei, in meine kleine Welt irgendwie abzutauchen und alles einfach mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Weil oft sind wir im Alltag dann gerade auch so gefesselt in unseren Gedanken und eben in unserer Perspektive, dass wir alles drumherum gar nicht mehr wirklich sehen oder gar nicht mehr wirklich wahrnehmen können. Und bei mir ist es so, dass mir Bewegung und Sport an sich immer dabei hilft, einmal rauszuzoomen und auch eine andere Perspektive einnehmen zu können, um dann eben aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Und vielleicht Gedanken, Gefühle und Situationen, die gerade da sind, auf eine andere Art und Weise auch zu betrachten. Und ja, genau diese Unordnung, dieses Gefühl von Unaufgeräumtheit oder Nicht-Ausgeglichenheit, Unausgeglichenheit so, dann eben aufzuräumen und da vielleicht aus einem anderen Blickwinkel nochmal drauf zu schauen, was dann oft für ein bisschen mehr Klarheit sorgt oder für deutlich mehr Ruhe sorgt. Und
das ist, jetzt wird die Kamera langsam echt schwer, ey. Boah, jetzt, das ist unter anderem ein Punkt, wofür ich jedes Mal dankbar bin. Und was ich, wo ich zwischendurch immer merke, dass ich dann überlege, okay, die Gedanken kenne ich selber zur Genüge. Wenn du dann da sitzt und dir denkst, okay, gehe ich jetzt zum Sport, gehe ich nicht zum Sport. Boah, ein bisschen schlammig gerade hier mit Flipflops, perfekt. Gehe ich zum Sport, gehe ich nicht zum Sport. Überlegst du da irgendwie hin und her. Dann hilft es natürlich, wenn die Motivation, wenn die Disziplin kickt. Aber bei mir ist es dann immer so, okay, gehe ich jetzt noch eine Runde laufen oder gehe ich jetzt noch eine Runde spazieren? Mache ich das nicht? Und dann erinnere ich mich immer wieder daran, an dieses Gefühl danach, an dieses Gefühl währenddessen. Weil es ist immer so, oder anders gesagt, es war noch nie so, dass ich nach einem Waldspaziergang oder nach einem Lauf oder nach einem Workout gesagt habe, boah, das hat sich mal gar nicht gelohnt. Das war echt sinnlos, dass ich jetzt gerade in den Wald gegangen bin. Nie. Ist noch nie passiert. Sondern es ist immer so, dass ich mich danach deutlich besser fühle, dass ich mich danach aufgeräumter fühle, ruhiger und einfach gelöster, leichter. Deswegen, es lohnt sich immer. Und jetzt, passend dazu, ich habe jetzt 3 Workout-Tage hinter mir. Wow, so, hi! 3 Workout-Tage hinter mir mit Rücken-Bizeps, schöne Pull-Session, danach eine Push-Session und gestern Abend war ich dann noch eine Runde laufen und dementsprechend werde ich heute einen Pausetag machen und nehme dir diese Folge jetzt dann gerade auf und deswegen sind meine Arme ein bisschen schwer, was aber gar kein Problem ist. Boah, weißt du, was ich jetzt mache? Ich setze mich jetzt auf den Hochsitz, da oben, der ruft. Da setze ich mich jetzt hin. Oder noch einen anderen Spot? Nee, da oben. Das ist es. Boah, mit Rapsfeld. Geil. Ja. Boah, ist das schön. Mega. Guck dir das mal an. Oh yeah. Wow. Wow, wow, wow. Das ist ja auch einfach mega schön, ne? Wenn du so stehen bleibst und dir dann solche Sachen einfach mal anschaust. Das ist so dieses leuchtend Gelbe. Richtig, richtig schön. Voll cool. Boah. Auch ein Punkt zum Thema Naturverbundenheit. Du nimmst einfach so kleinere Sachen noch mal viel intensiver wahr. Das ist echt geil. Ja. Mega. Okay, jetzt gehen wir mal zusammen auf den Hochsitz hoch und schauen uns das Ganze an. Opa. Irgendwo hängen bleiben. So. Jo. Ist kein Problem. Wow. Mit Flipflops eine Hand zur Verfügung. Läuft. So, kurz checken. Das läuft hier alles wunderbar. Okay. Positioniere ich die Kamera? Ich positioniere die Kamera mal kurz, bin gleich wieder da. Ganz kurz, das ist der View. Träumchen, oder? Ja. Herrlich. Und mit dem View gehen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen näher auf eure Fragen ein und beziehungsweise auf eure Antworten und auf meine Antwort, was mir der Sport so gibt. Kurz genießen, kurz ankommen. Sowas liebe ich einfach. Das ist ganz witzig, weil das hier ist so ein Spot, wo ich zwischendurch auch immer wieder hinkomme für einen Sundowner. Wunderschöne Sunsets hier im Sommer auch, weil die Sonne dann halt genau da am Horizont untergeht. Und du hast hier einfach so ein bisschen ungestörteren Platz. Nimmst dir noch einen Drink dazu mit, setzt dich hier hin, guckst dir Sunset an. Oder kommst mit Freunden her, hast dann noch einen Sunset Talk dazu. Ist irgendwie schön. Bist direkt am Wald hier und irgendwie gibt mir der Ort einfach immer total viel Ruhe. Deswegen dachte ich mir, ich nehme dich einfach mal mit hier hin und
wir gehen zusammen ein bisschen in das Bewegungsthema rein. Ein paar Sachen habe ich ja gerade auch schon beantwortet oder bin darauf eingegangen. Und ja, ich gucke mal noch ein bisschen durch eure Antworten durch, was wir da noch so haben. Okay, Energie und Kraft tanken, sehr schön. Sich mit seinem Körper verbinden, Dopaminkick, volle Ladung, Lustgefühle. Ja, sich mit seinem Körper verbinden, bin ich gerade auch schon drauf eingegangen. Sich selber zu spüren, ja, Energie und Kraft tanken. Das sind einfach Sachen, die gehören für mich irgendwie einfach zum Tag dazu. Und ich finde, gerade wenn du es eben nicht mehr kannst, wenn du durch eine Krankheit, durch irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder durch Stress, durch zeitliche Einschränkungen das eben nicht mehr machen kannst, dann wird dir überhaupt erstmal bewusst, was dir fehlt. Was dir genau diese Bewegung oder andere Sachen geben oder was dir das eigentlich gibt. Und wenn du es dann nicht mehr machen kannst, wird dir genau das eben bewusst. Und das ist ja in vielen Dingen so. Während wir das machen oder wenn wir es machen können, dann ist uns manchmal gar nicht so bewusst, was oder wie besonders das eigentlich ist. Und gerade wenn es dann auf einmal nicht mehr geht, dann wird uns erstmal klar, was uns eigentlich fehlt. Und das ist irgendwie auch so ein kontinuierlicher Lernprozess für mich und für dich vielleicht auch, die Sachen in dem Moment selber einfach deutlich mehr wertzuschätzen und genau da einfach mehr reinzugehen und dankbar dafür zu sein. Und genau solche Sachen wie Sport dann auch einfach zu machen und sich zu denken, boah, wie gerne würde das vielleicht jemand anderes gerade machen, der es nicht kann? Oder wie gerne würde ich das machen in einer Situation, die mich einschränkt, wo ich es nicht machen kann? Und genau für solche Momente dann ins Workout zu gehen, laufen zu gehen, rauszugehen, das zu machen, weil du es gerade kannst. Und dich dann mit deinem Körper zu verbinden, dankbar dafür zu sein, dankbar für die Bewegung, die dir dein Körper erlaubt. Das merke ich auch immer wieder. Also ich mix das einfach ein bisschen mit euren Antworten und meine Sachen dann dazu. Ich glaube, das passt ganz gut. Merke ich auch immer wieder. So, ich hatte das vor 2, 3 Jahren so, ja länger her schon, 4, 5 eher, wo die Sache mit dem Rheuma da durchgekommen ist und ich dann irgendwie 1,5 Jahre einfach gar keinen Sport machen konnte, weil es mich von heute auf morgen einfach rausgehauen hat und ich dann irgendwie so 1,5 Jahre einfach gar nichts machen konnte, weil keine Bewegung so möglich war. Und wenn du dann von 6, 7 Tagen Sport die Woche auf 0 runterfährst, dann merkst du überhaupt erstmal, was für einen großen Teil deines Lebens das eigentlich ausmacht und was dir dadurch fehlt. Und das habe ich vorher einfach nicht so wertgeschätzt, nicht so wahrgenommen. Und das wurde mir dadurch einfach krass bewusst, was das eigentlich bedeutet, sich jeden Tag so bewegen zu können. Und das ist unter anderem ein Riesenpunkt für mich, da auch diese Dankbarkeit zu spüren und da reinzugehen und zu sagen, ey, ich kann das jetzt gerade machen. Ich kann mich gerade so bewegen, dann mache ich das auch. So, ich habe die Möglichkeit, mich so frei bewegen zu können, dann würde ich mich irgendwie selbst enttäuschen oder mir selbst nicht gerecht werden, wenn ich das dann nicht nutze. Und das treibt mich auch immer wieder an, mich zu bewegen. Und dann nach jedem Workout, nach jedem Lauf, nach jeder Schwimmen-Yoga-Session, was auch immer, bedanke ich mich jedes Mal dafür, dass mir mein Körper genau diese Bewegung erlaubt hat und was mir das gibt. Das steigert genau das Gefühl, dieses Dankbarkeitsgefühl, diese Energie, diese Ruhe nach dem Sport nochmal extrem. Ja, das ist richtig gut. Was haben wir noch? Bouldern, Stärke, Grenzen überwinden, Kitesurfen, Freiheit und Freude. Ja, Vielfältigkeit. Ne? Bouldern, Kitesurfen sind so. Das ist auch ein Punkt, der mir immer, oder wo ich immer mehr Bock drauf habe
der mir auch durch diese Einschränkung nochmal bewusster geworden ist, dass es eben nicht nur diese Richtung sein darf oder diese Richtung, sondern es können auch einfach verschiedene Richtungen sein. Es darf einfach vielfältig sein, sollte es auch. Und ich habe auch immer wieder diese Lust und diesen einfach Bock darauf, neue Sachen kennenzulernen, neue Sportarten auszutesten. So, ich hatte das zum Beispiel ja, durch diese körperliche Einschränkung, durch diese Rheumakacke da, ging das dann mit dem Laufen nicht mehr, ne? Weil du hast das halt diese Schläge dann da drauf und wenn du dann keine richtige Medikation hast, dann ja, geht das halt einfach nicht, so kurz zusammengefasst. Und dann habe ich mir halt Alternativen gesucht, die die Gelenke, die Knochen und die das halt nicht so stark belasten, dass ich immer diese Schläge dann da auf den Rücken, auf die Wirbelsäule kriege. Und dann habe ich mich zum Beispiel an das Thema Schwimmen rangetastet. So, und Schwimmen war bei mir immer so ein Punkt, ey, ja gut, so ein bisschen hin und her planschen am Freibad, alles cool. Ich war aber immer eher so Team Sprungturm. Und dann ja, habe ich halt geguckt, okay, was gibt's für Alternativen, weil Brustschwimmen ist halt scheiße mit dem Beinschlag, so, der zieht mir dann direkt in den Rücken rein. Und dann ging es halt nur um das Thema Kraulschwimmen. So, und Kraulschwimmen war immer so, dass ich früher bei einer 50-Meter-Bahn bin ich halb ertrunken, so 3-mal auf der Strecke, weil ich das einfach mit der Atmung nicht hingekriegt habe. Sondern ja, ich war immer, weiß ich nicht, habe ich einfach nicht so hinbekommen. Und deswegen war es dann einfach eine Herausforderung, mich da auch so ranzutasten und zu gucken, okay, wie kann ich das trotzdem hinkriegen? Wie bekomme ich das hin, dass ich eine vernünftige 50-Meter-Bahn mit einer guten Atmung schwimme? So, und ja, das war eine Herausforderung. Und da habe ich aber dann auch Bock drauf, mich dann da so reinzufuchsen und zu gucken, okay, wie kriege ich das mit irgendwelchen Tipps, Tutorials und noch irgendwie was hin. Und dann merkst du auf einmal so kleine Fortschritte. Dann merkst du auf einmal, okay, ich kriege jetzt irgendwie so ein paar Armzüge hin, die mit der Atmung auch gut funktionieren. Und dann merkst du, wie du nach und nach irgendwie immer besser wirst und wie es dann auf einmal funktioniert. Und das ist so ein Punkt, der mir dann wieder Motivation gibt, das weiter zu probieren. Und mittlerweile ist es so, dass ich Schwimmen total gerne mag. Und dass ich das auch fest eigentlich in dass ich das fest in mein Training, in meine Bewegungsroutine so etabliere, weil es einfach Bock macht, weil es einfach ein geiles Gefühl ist, dann so durch das Wasser zu flügen und dann gleitest du da durch und merkst irgendwie, ja, wenn ich mein Becken so noch anhebe oder wenn ich den Arm so drehe, dann fließt das irgendwie noch besser. Und wenn ich den Kopf nur minimal drehe und so kleine Adjustments, die es dann einfach immer noch besser machen und verbessern und die Haltung verbessern. Und das wirkt sich dann auch wieder auf andere Sachen aus. Und irgendwie, ja, viele Kleinigkeiten, die das Training einfach ergänzen. Was ich damit sagen möchte, dass ich auch immer wieder lerne, oder gelernt habe, vielfältiger zu denken. Dass es eben nicht nur Pumpen ist, dass es eben nicht nur Laufen ist, sondern dass es die Kombi aus allem ist. So, dass es im Moment kombiniere ich das Workout im Gym mit Yoga, mit ein paar Mobility Exercises, die ich immer vorm Workout so mache. Also ich starte bei jedem Workout immer mit einem vernünftigen Warm-up. Ja, das sind meistens dann 100 Kalorien irgendwie auf dem Bike, die ich fahre. Da bin ich dann gut aufgewärmt, dass ich danach dann ein bisschen Mobility reingehe, ein bisschen Stretching, dass der Körper einfach bereit ist für intensivere Bewegung. So, und dann mit den Runs zwischendurch, dass ich so 1-2 Läufe die Woche habe, dass ich schwimmen gehe, dass ich, wenn der Sommer das zulässt, surfen gehe, dass ich im Winter Ski fahre, ein bisschen Inliner fahren, auf dem Surfskate, Klettern zwischendurch. Einfach so verschiedene Bewegungen, wo du deinen Körper auf unterschiedliche Art und Weise forderst und auch beanspruchst. Und das ist einfach gut, weil es ergänzt sich irgendwie alles immer wieder, ja, auf eine andere Art und Weise. Und das ist total schön, dass es vielfältig sein darf. Und ich gucke halt, dass ich mein Training auch immer so ausrichte, dass es halt die Bereiche Kraft, Ausdauer und Stabilität bedient. Dass ich, wenn ich im Gym bin, eben nicht nur auf den Punkt Kraft gehe, sondern wie gerade eben erwähnt, dass ich auf Kraft, Ausdauer und Stabilität gehe. So durch
Runden, die den Puls hochtreiben, ne? Also irgendwie durch eine Cardio-Einheit am Anfang, durch Rudern zum Beispiel, durch Supersätze, wo ich verschiedene Übungen kombiniere in unterschiedlichen Muskelgruppen, dass ich den Puls schön hochtreibe, dass ich Mobility, ja, für die Stabilität reinbringe, Kraftübungen natürlich auch. Und so ergänzt sich das alles total gut. Und ja, das dazu. Ja, Bewegung, Ausgeglichenheit. Und für mich ist es einfach so, dass Training, jetzt kommen wir nochmal zu dem bisschen intensiveren Part, weil für mich ist Training einfach Therapie. Das kennst du mit Sicherheit auch, gerade wenn du ja, vielleicht eine schwerere Zeit hast oder wenn du Gedanken hast, Gefühle hast, die dich einfach belasten, die dir vielleicht auch so ein bisschen die Leichtigkeit nehmen, die dich unruhig werden lassen, dann gibt mir Sport einfach Ruhe und Frieden und so ein Gefühl von, ja, Entspannung im Körper. Das überträgt sich dann automatisch auch auf meinen Kopf. Und darauf einzugehen fällt jetzt gerade mit dem Ausblick zum Beispiel auch deutlich leichter, als einfach dann im Zimmer zu sitzen und da das Podcast-Mikro anzuschmeißen, was ich auch zwischendurch total gerne mache. Aber jetzt gerade bei so einem Thema finde ich es deutlich besser, dann hier zu sitzen mit diesem Weitblick, dich daran teilhaben zu lassen und auf diese Art einfach so meine Gedanken zu teilen. Weil ja, die Weite, die macht es nochmal deutlich leichter. Und für mich ist das Gym wirklich Therapie, weil ich gehe dann da rein, ich setze meine Kopfhörer auf, ich höre mir genau die Musik an, die mich dann gerade eben antreibt oder die mich beschäftigt. Und bei mir ist das auch so, dass die Gym-Playlist, die ist einfach eine komplette Wundertüte. Das geht manchmal von so Motivationsspeeches von David Goggins, von The Rock oder weiß nicht, viele unterschiedliche Redner über so einen richtig schönen Assi-Deutschrap. So manchmal brauchst du einfach einen Assi-Deutschrap-Workout. Über Hardstyle, über Techno, über Hard-Techno, über schönes Geballer. So manchmal ist das so eine bunte Mischung, dass ich mir einfach selber denke, so Junge, was geht in deinem Kopf eigentlich ab, dass du dir das so reinziehst. Aber weiß ich nicht, irgendwie brauchst du diesen Mix aus allem. Und dann setze ich meine Kopfhörer auf und tauche einfach in meine eigene Welt ab. Und ja, mix diese Sachen an. Geh aufs Bike, geh in meine Mobility, in meine Stretching-Übungen rein, geh in meine Kraftübungen rein, mix die Sachen mit Supersets, ja, treib den Puls schön hoch und geh dann mit einem Fokus in das Training rein. So für mich ist ein gutes Training auch immer mit dem Fokus verbunden, den ich im Training habe. Und das bringt mich auch schon direkt zu dem nächsten Punkt, weil ich finde, du siehst an der Art und Weise, wie eine Person trainiert, wie sehr er oder sie verletzt worden ist. Du siehst das. Du siehst das, mit welchem Fokus, mit welcher Energie und mit welchem Schmerz jemand in einen Workout geht. Vor allem siehst du das, wenn du es selbst erlebt hast und wenn du mit einer ähnlichen Intention da reingehst. Du siehst einfach, was jemand gerade in einem Workout verarbeitet und warum er oder sie gerade trainiert. So, wenn du jemanden siehst, der die ganze Zeit am Handy chillt und mit dem Fokus ganz woanders ist, mit dem Fokus vielleicht gerade irgendwie bei den TikTok-Videos ist oder irgendwie ständig irgendwelche WhatsApp-Nachrichten da beantwortet, klar, kann die Person dann auch einen Workout absolvieren, aber es ist was anderes, wenn du mit einem klaren Fokus dabei bist, wenn du wirklich bei der Sache bist, was du da gerade machst. Das ist nicht nur im Training so, das ist bei ganz vielen anderen Sachen auch so. Wenn du mit dem Fokus präsent bist, wenn du bei dem bist, was du da gerade machst, dann hat das einfach eine andere Wirkung. Dann hat das einen anderen Einfluss auf dich und dann kannst du genau dadurch auch die Sachen deutlich besser, deutlich intensiver und einfach viel freier erledigen. Und ja, es ist einfach, für mich ist das Gym, das Training
Sport an sich einfach ein Kanal für Wut. Für Wut, für Schmerz, für ja, diese Lockerheit, um diese Ruhe wiederherzustellen, um diese Unausgeglichenheit auch loszuwerden. Weil ich finde zu dem Thema Wut so, weiß nicht, es ist frische oder auch angestaute Wut, was du einfach in dir spürst, wo du selber so eine Schwere auf der Brust spürst oder so ein Druck, wo du selber denkst, das macht mich einfach fertig, das macht mich kaputt, dann ist genau Sport für mich immer dieser Kanal, das auch rauszulassen und da genau diese Wut eben in die Bewegung zu stecken. Und gerade diese angestaute Wut wird durch Bewegung bei mir immer wieder gelockert, dass ich das dann lösen kann, dass sich das selbst löst, dass sich genau dieser Druck im Körper einfach löst. Das hilft mir extrem dabei. Sei es im Training, wenn sich dann da ein Schrei löst oder wenn du durch intensivere Übungen durchgehst und dann alles einfach da reinsteckst und das rausspülen lässt, das rausschreist auch. Bei einem Run zum Beispiel, wenn du zwischendurch einfach eine freie Strecke hast und du sprintest dann daher, du ziehst einfach mal das Tempo an und läufst deine ganze Wut in diesen Run einfach rein. Du läufst das raus und du schreist das zwischendurch einfach mal raus. Das hilft, weil genau in so einem Schrei einfach alles drinsteckt. Da steckt genau dieses ganze Ungesagte auch drin. All das, was du einer Person beispielsweise an den Kopf werfen möchtest. Da steckt so viel mehr drin, als einfach nur dieser eine Schrei. Und in einem fokussierten Workout steckt so viel mehr drin, als einfach nur deinen Körper gerade zu fordern. Das ist so viel mehr. Das bedeutet mir persönlich auch so viel mehr, als einfach nur dem Körper was Gutes zu tun. Sondern es gibt Ruhe. Es gibt Ruhe im Kopf. Es ist diese körperliche Ausgeglichenheit, auf jeden Fall. Es ist vor allem aber auch die mentale Ausgeglichenheit. Dass viel mehr Ruhe im Kopf einfach da ist. Dass diese Entspannung im Kopf da ist. Und das ist einer der größten Punkte, warum ich trainieren gehe. Dass diese mentale Ausgeglichenheit einfach da ist. Weil ohne diesen sportlichen Ausgleich, ich würde einfach durchdrehen. Also wirklich for real jetzt, weil natürlich kenne ich auch diese Momente, wo ich dann immer wieder wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her springe und unausgeglichen bin und diese Energie einfach im Körper da ist und ich nicht wirklich weiß, was ich mit dieser Energie anfangen soll. Dass ich auch so unentschlossene Momente habe, wo ich zwischendurch einfach, bevor ich dir das Video jetzt zum Beispiel aufgenommen habe, dass ich zwischendurch einfach eine halbe Stunde im Raum rumstehe, auf eine Wand starre und mir denke, okay, was mache ich jetzt? So, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Was soll ich mit mir anfangen? Und dann im nächsten Moment sitze ich da und muss mir über mich selber lachen, weil das einfach so eine absolut weirde Situation ist, dann einfach so da zu stehen und zu denken, ja, okay, und jetzt? Ja, keine Ahnung, ist irgendwie ein bisschen komisch manchmal. Aber die Momente kenne ich genauso, wie du diese Momente kennst. Das ist ganz normal, das gehört auch dazu. Und da ist Sport für mich einfach ein Ventil, genau diese Ruhe dann auch wieder herzustellen. Das hilft einfach extrem. Und ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Und zum Thema Ruhe und diese Ausgeglichenheit. Ich bekomme zum Beispiel oft gesagt, dass ich so sehr ruhig wirke, dass ich sehr entspannt wirke und dass ich so sehr präsent wirke, gerade auch in Gesprächen mit anderen Menschen, weil mir persönlich das auch einfach extrem wichtig ist. So, mir persönlich ist es wichtig, wenn ich mit jemandem spreche oder wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel auch spreche, dass ich demjenigen in die Augen gucke. Dass ich wirklich da bin, dass ich mich auf diese Person, auf unser Gespräch dann auch konzentriere, darauf einlasse und wirklich präsent bin. Und das ist mir persönlich wichtig, darauf achte ich auch bei anderen. Und genau diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit, die ich dann, diese Präsenz, die ich dann ausstrahle oder die ich weitergebe, die ist für mich persönlich aber auch nur möglich, weil ich den Ausgleich durch den Sport habe. Weil ich da eben genau dieses Hibbelige, diese Unausgeglichenheit, diese Energie dann auch rauspowern kann. Das freilassen kann. Diese Energie nutzen kann, da rein investiere.
Biene, ruhiger. Und genau diese Präsenz wäre für mich einfach nicht so leicht möglich, wenn ich diesen Ausgleich nicht hätte. Und das ist so wichtig. Das gibt mir einfach extrem viel. Deswegen das auch direkt dazu. Und das ist einfach Ausgleich. Das ist wirklich Therapie. Das hilft mir. Es hilft mir in so viel mehr Dingen, als das auf den ersten Blick wirkt. Und ich habe mir so ein paar Notizen noch gemacht zu der Folge heute, sorry. Und ich muss gerade so lachen, weil ich hier den Punkt sehe, Adrenalinatze. Und das passt einfach. Das ist genau dieses Ding so. Dieser Ping-Pong-Ball, der da irgendwie hin und her springt im Kopf. Und der ich dann auch bin. Ja, der Adrenalinatze. Und das gleicht sich durch den Sport einfach extrem aus. Und das ist, das ist sehr schön. Und dieses wohlige, glückliche, erschöpfte Gefühl danach, das ist einfach göttlich. Das ist auch ein Grund, warum ich immer wieder ins Training gehe oder warum ich immer wieder laufen gehe. Weil es ist auch echt nicht so, dass ich immer Bock habe. So, die Motivation, die ist nicht immer voll am Start. Das ist ganz normal, dass die Motivation manchmal einfach grottenschlecht ist. Dass ich auch zwischen einfach gar keinen Bock habe, jetzt ins Training zu gehen. Und dann denke ich mir aber immer wieder, dieses Gefühl danach, wenn du da sitzt und einfach erschöpft bist, dass du deinen Körper spürst. So, du spürst deinen Körper auf eine andere Art und Weise durch Sport. Du spürst einfach so ein erleichtertes Gefühl, was durch deinen ganzen Körper strömt. So eine wohlige Erschöpfung. Und dieses Gefühl danach, das treibt mich immer wieder zum Sport. Weil ich einfach ruhig bin. Ich spüre eine Ruhe im Körper und das überträgt sich automatisch auch auf meinen Kopf. So zum Beispiel das Thema Ankommen. Für mich hat das Thema Ankommen auch immer mit Bewegung zu tun. Ich kann viel besser an einem neuen Ort zum Beispiel ankommen oder auch bei mir selbst, in mir selbst ankommen, wenn ich das mit Bewegung kombiniere. Wenn ich so eine innere Unruhe habe, dann gehe ich zum Sport. Dann gehe ich eine Runde laufen und habe danach diese ruhige Gänse und habe danach diese körperliche Ruhe und dadurch auch viel leichter die mentale Ruhe, die sich dann einstellt. Deswegen, Thema Ankommen ist bei mir immer mit Bewegung verbunden. Und es hilft mir extrem, um anzukommen. An einem Ort, bei anderen Personen, bei mir selbst auch anzukommen. Da spielt Bewegung einfach eine extrem wichtige Rolle für mich. Und da ist es auch oft so, oder erwische ich mich immer wieder dabei, dass das manchmal auch in eine ungesunde Richtung abdriften kann. Ich glaube, das ist ganz normal, weil wenn du Sport als Ventil nimmst für dich, um diese Ruhe herzustellen, um vielleicht auch Dinge zu verarbeiten und ein bisschen mehr Klarheit für dich zu finden, dann kann das auch sehr schnell in eine Richtung abdriften, die vielleicht nicht immer so mega gesund ist, weil du dann vielleicht auch ein bisschen krampfhaft trainierst oder sobald du so eine innere Unruhe hast oder sobald dich was im Kopf beschäftigt, dass du dann denkst, okay, ich drücke das Thema jetzt irgendwie weg und gehe eher zum Sport und kann das dann dadurch loslassen. Aber das funktioniert nur begrenzt oder das funktioniert nur in Kombination. Ja, Sport hilft dabei, da ein bisschen mehr Ruhe zu empfinden und trotzdem ist es ja immer auch so ein bisschen weglaufen davon. Weil du kannst gar nicht so viel trainieren, dass du nicht mehr im Kopf damit beschäftigt bist. So, ich kenne das selber auch. Da sind jetzt gerade auch aktuell immer wieder so ein paar Themen und das ist auch, wenn ich mit anderen Personen zum Beispiel darüber spreche, das höre ich gerade aus vielen Ecken, dass irgendwie so ältere Themen gerade aktuell wieder anklopfen, wo ich eigentlich auch dachte, dass ich in dem Bereich schon weiter bin und wo ich selber immer denke, ja okay, irgendwie, was habe ich die letzten beiden Jahre eigentlich gemacht? So, bin ich da reingegangen oder habe ich das irgendwie nur weggeschoben? Aber ich bin da schon deutlich weiter, auf jeden Fall. Bin auch extrem dann gewachsen an diesen Themen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch normal, dass das immer wieder anklopft, weil
es eben nicht nur ein kleines Thema ist, sondern weil es einfach ja, ein Trauma ist, weil es ein Schmerz ist, der nach wie vor da ist, weil es eine Wunde ist, die nach wie vor da ist und dass diese Wunde einfach immer wieder aufreißt durch, ja, durch Gedanken, durch Gefühle, auch durch schöne Dinge, die gerade passieren. Ich glaube, das ist auch irgendwie normal und ist auch Teil des Prozesses, es ist Teil der Heilung, es ist Teil von dem ganzen Wachstum, Teil von der Erfahrung, die ich irgendwie gerade mache. Und das irgendwie alles wegdrücken zu wollen und wegtrainieren zu wollen, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, wie ich da dran wachsen kann, wie mich das voranbringt, wie ich das wirklich auch verarbeiten kann, wie ich dann auch frei sein kann. Weil darum geht es ja. Ich möchte ja nicht in dieser Denke, in diesem Gefühlschaos irgendwie die ganze Zeit verhaftet sein oder gefangen sein, sondern ich möchte mich ja davon befreien. Und das geht eben nur, wenn ich da wirklich hinschaue. Und mir hilft Sport auf jeden Fall dabei, da auch hinschauen zu können und da nicht nur diese Unruhe zu spüren und mich davon irgendwie kontrollieren zu lassen. Und gleichzeitig auch dann die innere Arbeit. Da alleine hinzugucken oder eben auch mit Personen, die mir dabei helfen. Mit Freunden zu sprechen, mit Personen, die mir sehr nahestehen, zu sprechen, mit professioneller Hilfe vielleicht auch zu sprechen. Das ist einfach wichtig. Also vielleicht weißt du ganz genau, wovon ich gerade spreche, dass dich das gerade auch beschäftigt, dass einfach Themen da sind, wo du selber dachtest, okay, irgendwie dachte ich, das wäre schon ein bisschen erledigt her oder ich wäre da schon weiter in dem Thema, die jetzt aber irgendwie nochmal hochkommen. Und ich glaube, es gehört auch irgendwie dazu, bevor du ein Thema wirklich loslassen kannst oder dich davon befreien kannst, dass das dann einfach nochmal hochkommt, dass das dann nochmal groß wird, sich aufbäumt, um dich einfach zu testen, okay, wie weit bist du da wirklich? Oder wie weit bist du schon in der Lage, das auch gehen zu lassen, das loszulassen, das für dich nochmal anzuschauen und zu gucken, okay, wie kann ich damit noch arbeiten? Was habe ich da noch zu lernen? Welche Baustellen habe ich da selber noch für mich zu lösen, um dann auch wirklich frei davon zu sein? Um da wirklich heilen zu können. Und da ist für mich da die Bewegung in Kombi mit der Ruhe, mit der inneren Arbeit, mit der Meditation, mit dem Hinschauen ein extrem wichtiger Faktor. Ja. Super großer Bogen gespannt, ich weiß. Aber das kommt halt dabei rum, wenn ich hier an solchen Orten sitze und wenn ich dich einfach frei an meinen Gedanken und meinen Gefühlen gerade teilhaben lasse. Und ich glaube, dass es auch genau das ist, was ich persönlich gerade brauche, was ich irgendwie fühle und was auch genau die richtige Person erreicht. In dem Fall dich. Wenn du jetzt gerade immer noch dran bist, dann wird dich das Thema interessieren. Und da bin ich sehr dankbar für. Und ich glaube, dass genau das auch einfach wichtig ist. Deswegen, also einfach ehrlich das rauszusprechen, was gerade da ist. Und da auch nicht irgendwie einen Filter drüber zu legen oder irgendwie da was vorzuspielen, weil da bin ich echt nicht der Typ für. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, sondern da ehrlich den Content so zu gestalten, wie ich das fühle, dich daran teilhaben zu lassen und im besten Falle dir auch damit zu helfen, dass du dich damit nicht alleine fühlst, dass es ganz normal ist, sich so zu fühlen und dass es irgendwie dazugehört, dass es zum Leben, zum Erleben dazugehört und die Erfahrung irgendwie gerade gemacht werden möchte. Und da auch wirklich der Hinweis oder die Bitte an dich, Feedback zu geben, weil ich persönlich solche Videos, die fallen mir nicht leicht, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es wichtig und ich merke auch selber, wie gut mir das tut, da so drüber zu sprechen und das eben zu teilen. Im besten Falle dir auch damit zu helfen. Deswegen freue ich mich da wirklich immer über deine Gedanken, über dein Feedback, über deine Rückmeldung dazu, wie dir solche Videos gefallen, wie dir solche Podcasts gefallen. Ich nehme das jetzt gerade als Video und als Podcast auf mit dem Mikro. Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert. Schauen wir mal, was wird. Ist gerade irgendwie ein kleines Experiment. Ich lade das bei YouTube hoch als Video-Podcast quasi und bei Spotify, Apple Podcast als Podcast-Folge bei Straff in Zeit.
Und da gerne hier entweder unter dem Video als Kommentar oder bei Instagram oder per Mail, teil mir da deine Gedanken, deine Gefühle, was Sport für dich bedeutet, was dir Bewegung gibt, wobei dir es vielleicht auch gerade hilft. Teil das sehr, sehr gerne mit mir. Und gerade dieser Austausch, ich finde, davon lebt sowas einfach. Davon lebt dieses ganze Video-, Podcast- und Fotoding, dass aus diesem Offline-Thema aus diesem Online-Thema auch offline wird. Dass Leute auf mich zukommen und mir sagen, wie ihnen genau der Podcast eben hilft oder solche Videos helfen. Dass sie sich davon verstanden fühlen, angesprochen fühlen und eben nicht alleine fühlen. Weil genau darum geht's. So, ich kenne das selber nur zu gut und manchmal hilft es einfach extrem, wenn du gerade in so einem Gedankenstrudel drin bist oder in so einem Gedankenchaos drin bist. Hilft manchmal einfach die Gewissheit, dass du damit nicht alleine bist. Dass es viele andere Menschen gibt, die sich gerade genauso fühlen. Und dann auch vielleicht als kleine Inspiration oder Motivation eben der Anreiz, was mir persönlich dabei hilft, aus diesem Gedankenchaos rauszukommen. Was zu machen, mit Leuten zu sprechen, in die Bewegung zu gehen, in die innere Arbeit zu gehen, hinzuschauen und eben nicht die ganze Zeit davor wegzulaufen. Weil wenn du davor wegläufst, das holt dich irgendwann ein. So schnell kannst du gar nicht laufen. Und du kannst nicht immer nur im Sprint davor weglaufen. So, manchmal hilft das, aber früher oder später musst du da hingucken. Und wenn du von dir aus dahin guckst, dann erspart dir das eine Menge Schmerz und eine Menge Leid. Und ja, ich selber versuche das irgendwie einfach so zu kombinieren, dass ich in der Bewegung so ein bisschen dem Schmerz und der Wut und der Trauer auch Platz gebe, um zu fließen, um sich zu lockern und bei mir selbst anzukommen, bei mir selbst auch einzuchecken, wie ich mich gerade fühle. Das merke ich auch mal im Workout. Je nach Musikgeschmack, je nach Energie, je nach Fokus merke ich auch immer, okay, wie ist mein Energielevel gerade? Wie fühle ich mich gerade? Und da direkt so eine Klarheit auch herzustellen, hilft mir extrem. Also das merke ich sehr, sehr krass im Fokus fürs Training. Hi. Ja, also das merke ich immer wieder, was mir der Sport da eigentlich gibt. Und wow, jetzt zieht's. Oh, Alter, jetzt zieht's aber gerade komplett hier. Heieieiei. So, was haben wir hier noch? Ich gucke noch mal kurz in eure Notizen hier rein. Gehört dazu, aber am schwierigsten ist es, konsistent zu bleiben. Ja, bin ich, glaube ich, gerade auch schon von alleine irgendwie drauf eingegangen. Thema Motivation ist auch nicht immer so am Start bei mir, aber dann kickt die Disziplin oder die Vorfreude auf das Gefühl danach. Und ich glaube, wenn du einmal so eine Routine für dich gefunden hast, wie du das in deinen Alltag integrierst, wie du auch da dranbleiben kannst oder wenn du wirklich eine Sportart gefunden hast, die dir genau dieses Gefühl von Ruhe und von Frieden auch gibt, vor allem von Frieden, von innerem Frieden, von Frieden in deinem Körper, dann ist genau das dein Antrieb. Dann ist genau dieses Gefühl danach, diese Ruhe im Körper zu spüren und auch vor allem deinen Körper anders zu spüren, einfach deine Motivation da reinzugehen. Und das ist genau diese Vielfalt. Ja, die Kombination aus Kraft, Ausdauer, Mobility, Stabilität, aus verschiedenen Sportarten vor allem auch. Genau dieser Mix ist es, der dich dein Körper einfach jedes Mal nochmal anders spüren lässt. Und der dir extrem viel unterschiedliche Dinge auch gibt. Sei es die Stabilität beim Surfen zum Beispiel, dass du deinen Körper nochmal anders herausforderst. Dass du beim Training genau diese ganze Stärkung der Muskulatur förderst, dass du beim Laufen einfach dich immer wieder an deine Grenzen ranpusht, dass du da auch drüber hinausgehst, dass du merkst, dass dein Körper zu so viel mehr in der Lage ist, als du vielleicht gerade denkst. Das merke ich jedes Mal. Jedes Mal immer wieder so ein kleines bisschen mehr pushen. Beim Laufen kann ich das besonders gut. Wenn ich merke, dass ich mich in einem Tempo irgendwie wohlfühle, dann laufe ich ein bisschen schneller.
dann gehe ich vielleicht nochmal eine Steigung mehr mit oder ich ziehe das Tempo ein bisschen an und merke so, okay, ich kann mich immer mehr wieder ein bisschen pushen. Ich locke mich immer wieder aus meiner Komfortzone heraus und bin danach stolz auf mich. So, wenn du in ein intensives Workout reingehst, dann bist du danach stolz auf dich. Dann kannst du dieses stolze Gefühl danach einfach spüren. Und das überträgt sich auf so viele andere Bereiche in deinem Leben. Du merkst, dass du deutlich mehr kannst, als du glaubst. Du bist zu so viel mehr in der Lage, als du selbst denkst. Und das kannst du durch Sport herausfinden. Das kannst du durch Sport trainieren. Und du kannst durch Sport trainieren, dich immer wieder aus deiner Komfortzone rauszulocken. Und das kannst du dann wiederum auf so viele andere Bereiche in deinem Leben auch anwenden. Und das hilft. Das hilft so viel mehr. Das ist eben nicht nur Sport. Das ist nicht nur Training. Das ist nicht nur Laufen. Das ist so viel mehr als nur die Bewegung an sich. Und das wirklich zu verstehen und dann noch da reinzugehen, das hilft dir, genau dabei konsistent zu bleiben. Auch wenn die Motivation eben gerade mal nicht so hoch ist. Das hilft dir, Disziplin aufzubauen für den Sport und für viele andere Bereiche in deinem Leben. Es hilft. Ja. Was haben wir noch hier? Ja, Ausgeglichenheit, Energie und Kraft tanken, sich mit seinem Körper verbinden. Ja, Mann. Dopaminkick, volle Ladung Glücksgefühle. Das ist es. Bin ich gerade zur Genüge schon drauf eingegangen. Aber genau das ist es. Sich mit seinem Körper zu verbinden. Ja, den Körper zu spüren. Auf so viele unterschiedliche Art und Weisen. Reiten, 2 bis 3 Pferde am Tag mit den entsprechenden Stallarbeiten halten sehr gut fit. Glaube ich dir. Bleib dabei. Mach weiter. So, das ist einfach schön, so die unterschiedlichsten Bereiche dann auch kennenzulernen. Deswegen da auch danke für eure ganzen Antworten. Es ist total schön und freut mich voll. Immer wieder ankern. Ja. Habe ich vorhin schon erwähnt. Aber das ist es. So, du hast einfach dann eine Quelle der Ruhe und der, ja, ein Anker. Beschreibt eigentlich gut. Du hast einen Anker in dir, wo du weißt, darauf kann ich immer wieder zurückgreifen, wenn es mich durchwirbelt. Wenn irgendwas an der Oberfläche mich einfach rauswirft, dann kann ich mich dadurch ankern. Dann finde ich dadurch immer wieder zu mir selbst zurück und komme bei mir an. Und das ist wichtig. Das in Kombi mit der inneren Arbeit, das bringt dich wirklich voran. Und das macht dich auch wirklich fit. Und ja, was habe ich hier noch in meinen eigenen Notizen drinstehen? Ich glaube, das ist es schon. Es ist so viel mehr als nur Sport. Das ist mir auch noch wichtig zu erwähnen, weil das Training im Gym oder Sport an sich, das wirkt sich einfach extrem auf dein Selbstbild aus. Das ist auch dafür verantwortlich, dass du zum Teil ein sehr verzerrtes Selbstbild hast. Dass du dich selber anders siehst, als andere Menschen dich sehen. Und das war bei mir oder ist nach wie vor immer noch ein Thema. Dass ich immer das Gefühl hatte, okay, ich muss mehr machen. Ich muss mehr Muskelmasse, mehr leisten, mehr Kondition, mehr Ausdauer. Ich muss mehr pushen. Und das ist irgendwann nicht mehr gesund. So, dass du dich motivierst dadurch. Okay, das ist alles cool. Aber es darf eben nicht in so eine ungesunde Richtung abdriften. Und das geht sehr, sehr schnell in dem Bereich. Das ist gerade so dieser Blick in den Spiegel, ja, dass du zwischendurch Tage dabei hast, wo du denkst, okay, jetzt habe ich Fortschritte gemacht. Jetzt fühle ich mich richtig gut, jetzt fühle ich mich richtig wohl, boah, geil, und das ist noch definierter geworden und da habe ich noch mehr aufgebaut und da fühle ich mich irgendwie fitter, wenn ich mir das anschaue, und dann hast du wieder Tage dabei. Oder es ist dann immer automatisch so dieser Gedanke da, ja, okay, das ist gut, aber das geht noch besser. Und da ist irgendwie noch ein Bereich, ja, das könnte noch anders aussehen. Und da könnte ich noch das machen und da könnte ich noch das verfeinern. Und du hast immer diesen Optimierungswahn damit drin. Und da hat für mich eine Aussage, die ich gehört oder gelesen habe, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, einen Riesenunterschied gemacht. Und zwar, dass du zum Sport gehst, weil du deinen Körper liebst und nicht, weil du ihn hasst. Und das ist ein Riesenunterschied. Weil wenn du aus dem Hassgefühl da reingehst, dann schafft das eine ganz ungesunde Energie. Weil du immer wieder in diese Selbstoptimierung zurückfällst. Weil du immer in den Spiegel guckst mit dem Gedanken, okay, das ist noch nicht gut, das kann noch besser,
das darf so nicht sein und das akzeptiere ich so aber noch nicht und da fühle ich mich so unwohl und dafür hasse ich meinen Körper. Und wenn du ein bisschen was von dieser Optimierung dabei hast, alles cool, aber es macht einen Riesenunterschied, wenn du mit dem Gedanken reingehst, okay, ich gehe zum Sport, weil ich meinen Körper liebe, weil ich genau dankbar für all das bin, was mir mein Körper überhaupt erlaubt. Die Bewegung, die mir mein Körper erlaubt, all die wunderschönen Sachen, die ich dadurch machen darf. Und es ist eine andere Energie, es ist ein anderer Fokus, es ist vor allem eine andere Dankbarkeit und Wertschätzung da für deinen Körper an sich, für die Bewegung an sich, wenn du mit der Intention da reingehst, ich mache jetzt Sport, ich gehe jetzt ins Workout, ich gehe jetzt zum Yoga, ich gehe jetzt eine Runde laufen, weil ich meinen Körper liebe und weil ich weiß, dass mir das gut tut, dass mir das jetzt gerade gut tut, weil ich weiß, dass mir das in ein paar Jahren gut tun wird und weil ich erst recht weiß, dass mir das später gut tun wird. Dass mir das vor allem jetzt in diesem Moment gerade einfach hilft, Ruhe zu finden, in meinem Körper Ruhe zu finden, bei mir anzukommen, in meinem Kopf Ruhe zu finden, diese Ausgeglichenheit zu spüren, meinen Körper zu spüren, dass ich mehr Stabilität dadurch bekomme, dass ich mehr Kraft aufbaue, dass ich ein besseres Gespür für meinen Körper an sich bekomme, für meine Kraft, dass ich mich fitter fühle, dass ich mich wohler fühle, dass ich gesünder bin, dass ich automatisch auch gesünder esse. Ja, wenn du dann den Sport auch noch mit einer Ernährung kombinierst, ist ja nochmal ein Riesenthema. Aber das geht für mich auch einfach Hand in Hand. Wenn du gut trainierst, dann musst du auch gut essen. Dann ernährst du dich automatisch gesünder oder du entwickelst mehr Interesse daran, dich gesünder zu ernähren, weil du merkst, okay, das eine beeinflusst auch das andere. Wenn ich mich gesünder ernähre, habe ich automatisch mehr Power, mehr Kraft im Training, kann meine Energie besser einteilen, habe mehr Energie zur Verfügung, sowohl für den Alltag als auch für meine Trainings, für meine Workouts. Fühle mich fitter, fühle mich gesünder, habe eine bessere Haut, strahle automatisch mehr. Und so viele andere Bereiche, die da noch durch beeinflusst werden, die dadurch... jetzt läuft hier gerade ein Fuchs. Krass. Das ist ein Fuchs. Tschüss. Schon wieder weg. So viele unterschiedliche Bereiche, die dadurch beeinflusst werden und wo du einfach einen positiven Benefit auf dein Leben spürst. Und das alles aus der Energie herauszumachen, dass du, oder weil du deinen Körper liebst, nicht weil du den hast, verändert eine ganze Menge, verändert vor allem auch deine Sicht darauf, mit welcher Energie du da reingehst und auch mit welcher Energie du dann wieder aus dem Training rausgehst. Und das vielleicht mal als kleiner Denkanstoß für dich, warum du Sport machst, mit welcher Energie du da reingehst, weil du deinen Körper liebst oder weil du deinen Körper hast. Und falls das Zweiteres ist, möchte ich dich dazu inspirieren, da vielleicht mal einen kleinen Switch vorzunehmen. Weil du deinen Körper liebst, weil du weißt, dass dir das gut tut. Und weil du weißt, dass dir das hilft. In vielen unterschiedlichen Bereichen. Und wenn du merkst, dass dir etwas gut tut, dann machst du es ja eben genau deswegen, weil du es liebst. Und nicht, weil du es hasst. Und das shiftet eine ganze Menge. Und du merkst schon, dass es eben nicht nur die Bewegung in sich ist, worüber wir hier sprechen, sondern dass da so viel mehr dranhängt. Dass es so viel mehr ist als einfach nur Sport. Es sind nicht einfach nur Wiederholungen im Fitnessstudio, wenn du da in einer Übung drin bist und dann da deine Energie reinbutterst, sondern mit jeder Wiederholung löst sich einfach Schmerz, löst sich einfach Wut. Und das bringt mich wieder zu diesem Satz zurück. Als ich über diese Folge nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, okay, warum gehe ich eigentlich selber trainieren? Ja, warum mache ich das eigentlich? Und wie gehe ich vielleicht auch durch einen Workout durch? Und das bringt mich immer wieder dazu zurück, okay, ich sehe oder du siehst, das siehst du einfach. Du siehst an der Art und Weise, wie jemand trainiert, wie sehr er oder sie gerade verletzt wurde. Wie viel Schmerz da drin ist, wie viel Wut da drin ist, wie viel Ärger, wie viel Trauer, wie viel Hass zwischendurch auch. Wie fokussiert eine Person ist, wie intensiv jemand trainiert, wie sehr er oder sie gerade in dieser eigenen Zone drin ist und wie sehr dieses Training gerade
nötig ist, wie viel der Person dieses Training gerade bedeutet. Und das ist so viel mehr als einfach nur ein Workout oder eine Übung. In einer Übung, in einem Satz, in einer Wiederholung kann manchmal alles drinstecken. Und darüber bestimmst du, mit welcher Energie du da reingehst, mit welchem Fokus du da reingehst. Und das ist Therapie. Das ist wirklich Therapie, wenn du da reingehst und einfach dem Ganzen mal Raum gibst, da zu sein und dich davon aufladen lässt und dann das da reinfließen lässt. Da passiert einiges. Ja, da passiert eine ganze Menge. Das als kleinen Einblick. Und da auch direkt die Inspiration an dich. Versuch mal beim Workout nicht am Handy zu hängen. Wenn du jemand bist, der oder die am Handy hängt beim Training, versuch mal das nicht zu machen. Weil mich persönlich, klar, ich bin mit dem Fokus bei mir im Training, muss aber auch sagen, dass mich das stört, wenn jemand die ganze Zeit am Handy chillt. So, und am besten trainierst du dann noch neben der Person an irgendeinem Gerät und siehst einfach ständig, wie die Person nur am Handy rumscrollt und durch irgendwelche Videos durchguckt oder sonst irgendwie was. Es nervt mich. Es nervt mich und es ist auch nicht so, dass ich hier irgendwie so von oben herab sprechen möchte und sage so, ja, hier, ich habe es irgendwie rausgefunden und sowas alles und auf Vorbildfunktion, nee, gar nicht. So, ich weiß selber, dass ich da in einigen Bereichen echt kein Vorbild bin und auch gar nicht sein möchte. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich möchte einfach frei meine Gedanken äußern und dir was mitgeben, wie es bei mir ist, warum mir das gut tut, warum mir das hilft. Und wenn du daraus was mitnehmen kannst, mega gut. Und wenn du sagst in einigen Bereichen so, ey, geht's noch, dann ist das auch okay. Dann spul das Video einfach vor oder skip den Part und nimm das nicht für dich mit. Oder streich das ganz bewusst dann daraus. Aber ich möchte das hier einfach ungefiltert so mitgeben, weil an einigen Tagen ist es auch so, dass der Kopf dann einfach wirklich laut ist, dass die Gedanken sehr laut sind. Da bin ich gerade drauf eingegangen, dass Themen einfach hochkommen, die mich überfordern. Und dann ist das vielleicht so, dass ich morgens schon ein Workout gemacht habe, wo ich voll rein bin, wo der Fokus geil war, ja, wo mein Körper echt gut gefordert ist und auch schon im Arsch ist. Und dann ist aber vielleicht ein Thema da, was mich einfach beschäftigt. Wo ich merke, okay, mein Kopf, der rattert, wird irgendwie immer lauter und ich finde irgendwie gerade nicht den passenden Ausgleich dafür. Und dann brauchst du vielleicht auch noch eine zweite oder in einigen Fällen auch eine dritte Einheit an dem Tag. Und da freut sich der Körper nicht immer drüber. So, manchmal ist der Körper auch wirklich im Arsch und könnte eine Regeneration vertragen, aber der Kopf ist zu laut und dann muss der Körper dran glauben. Und ich weiß, dass das nicht immer gesund ist. Ich weiß auch, dass das nicht irgendwie eine Vorbildfunktion ist, die ich dann da einnehme. Und darum geht es mir ehrlich gesagt auch nicht. Ich möchte dann auch nicht irgendwie eine Vorbildfunktion einnehmen, sondern möchte einfach offen teilen, was mir hilft. Und manchmal ist es eben das zweite oder dritte Workout auch noch am Tag. Oder wenn ich dann morgens trainiere, gestern war zum Beispiel so ein Tag. Gestern war der Kopf irgendwie so komplett, weiß ich nicht, mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann war ich morgens trainieren und habe am Nachmittag gemerkt, so, boah, irgendwie ist da immer noch was in mir, was mich so durchwühlt, dass ich Sport brauche, um diese Ruhe im Kopf herzustellen. Dass mein Körper einfach fertig ist, Ruhe hat und ich gut schlafen kann. Und das sind dann eben so Tage, da sind dann vielleicht 2 oder 3 Einheiten am Tag nötig und die tun dem Körper nicht immer unbedingt gut, weil der Körper dann einfach fertig ist. So, das merke ich heute auch. So, heute ballert es mir gut in den Rücken rein. Aber das nehme ich dann gerne in Kauf, wenn der Kopf dafür ein bisschen mehr Ruhe hat. Und das ist nicht unbedingt eine Vorbildfunktion, weil es nicht unbedingt gesund ist für den Körper. Manchmal nimmt das dann auch echt Ausmaße an, die sind halt einfach, ja, die sind nicht gesund, aber trotzdem tut es mir für den Moment dann gerade gut. Und das möchte ich dir einfach gerade ehrlich mitgeben, dass du für dich auch
einfach hinterfragst, was ich hier in dem Video irgendwie gerade oder in der Podcast-Folge dir mitgebe und für dich selber deine Sachen rausfindest, die dir gut tun und das nicht einfach so übernimmst, was ich dir hier erzähle. Weil, wie gesagt, ich möchte hier keine Vorbildfunktion einnehmen oder dir irgendwie sagen, so ja, so funktioniert's für mich, das heißt, so funktioniert's auch für dich. Das ist nicht so. Das funktioniert für jeden und jede irgendwie unterschiedlich. Was mir gut tut, muss dir nicht unbedingt gut tun. Kann so sein, wenn du daraus was mitnimmst, mega geil, freut mich total, aber übernimm das nicht einfach blind. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Weil, ja, ich habe mit Sicherheit oder ganz sicher sogar auch Angewohnheiten oder Routinen, die einfach nicht gut sind, die für mich auch nicht gesund sind, aber die mir dann vielleicht in dem Moment gerade gut tun. Und dann mache ich das auch so. Und einige davon teile ich dann auch. Und du ziehst dir daraus einfach das raus, was dir gut tut. So. Oder testest da für dich einfach aus. Und umgekehrt eben auch da nochmal die Inspiration oder die Bitte an dich, gib mir da gerne Feedback. Gib mir gerne Feedback, wenn dir solche Videos, solche Podcast-Folgen hier helfen. Oder der Gedankenaustausch, auch gerade so dieses Ungefilterte. Wenn dir das hilft, dann lass mich das bitte wissen. Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir auch immer wieder hilft oder der mir gerade in so akuten Phasen auch extrem geholfen hat. Wenn ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Wenn ich mich von jemandem wirklich verstanden fühle. Wenn ich weiß, okay, das ist ein Thema, das gab es schon so. Das ist nicht so, dass ich der einzige Mensch bin, der sich gerade so fühlt, sondern es gibt etliche andere, die ähnliche Situationen durchgemacht haben oder vielleicht auch gerade durchmachen. Und das ist eine Art und Weise, wie die Person damit umgeht. Und das hilft der Person vielleicht. Dann probiere ich das vielleicht auch mal aus und vielleicht hilft es mir auch. Und ja, deswegen teile ich dir das hier auch so ungefiltert, weil ich weiß, dass das genau die richtige Person erreicht, die es gerade erreichen sollte. Und wenn du die Person bist, dann lass mich das gerne wissen. Beziehungsweise dann freut mich das einfach, dass ich dir genau damit gerade vielleicht ja, ein bisschen Trost spenden kann, dich ein bisschen inspirieren kann oder dir vielleicht sogar helfen kann. Dann ist das alles, was ich mit dem Video hier gerade erreichen möchte. Das ist richtig schön. Ja. Und wenn ich dich einfach ein bisschen unterhalten kann, ist das auch völlig gut. dann freut mich das auch. So, das als kleiner Bogen, den ich hier nochmal eben gespannt habe. Ich glaube, ich bin jetzt hier auf alle Themen eingegangen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht mehr, auf was ich hier alles eingegangen bin, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass ich jetzt hier alles durch habe. Und hoffe, dass ich dir mit dem Video hier einfach ein bisschen einen kleinen Einblick geben konnte, was das Thema Sport mir so bedeutet. Und ich bin mir sicher, wenn ich gleich die Kamera ausmache und das Mikro ablege, dann werden mir noch ein paar andere Sachen einfallen, die ich noch vergessen habe zu erwähnen oder auf die ich noch ein bisschen genauer hätte eingehen können. Aber ja, dann ist das so. Dann ist das vielleicht nochmal ein Thema für eine zweite Folge, für was, wo ich noch näher drauf eingehen kann. Vielleicht dann auch mit deinem Feedback, wenn du mir noch ein bisschen sagst, was dir Sport so bedeutet oder was gerade für ein Thema bei dir vielleicht auch da ist, worüber ich im Podcast nochmal sprechen soll, dann mache ich das sehr gerne. Und bis dahin fallen mir bestimmt auch noch etliche weitere Themen ein, die jetzt gerade nicht so rauskommen. Aber ja, das hat mir schon extrem geholfen. Und ich hoffe dir auch. Und ich mache das, glaube ich, auch wieder öfter, dass ich so auf die Art und Weise Podcasts aufnehme. Weil ich finde das cool, mit dem Mikro dann auch da im Zimmer zu sitzen und eine geile Soundqualität zu haben und dann da irgendwie so einen kleinen Tagebucheintrag zu führen quasi. Finde es aber auch total geil, mit so einer Aussicht dann hier zu sitzen und ja, da nochmal anders irgendwie die Gedanken fließen zu lassen. Weil gerade wenn ich so eine weite Sicht habe oder einfach in der Natur bin, im Wald bin und dann genau darüber auch spreche, dann kommen irgendwie nochmal andere Gedanken und eine andere Tiefe auch zustande. Und das dann so zu teilen in einem Videopodcast oder einfach nur als Podcast, das ist schön. Das setzt irgendwie nochmal eine ganz andere Energie frei.
Und ich komme deutlich mehr ins Labern, fällt mir gerade auf, weil ich glaube, dass diese Folge deutlich länger ist als die anderen Podcast-Folgen. Sorry. Sorry, not sorry. Oh Mann, ey. Also wenn du jetzt hier immer noch am Start bist, danke für deine Geduld. Danke, dass du dir das anhörst. Das ist echt Hammer oder anschaust. Freut mich total. Also gib mir da sehr, sehr gerne Feedback, wenn du solche Folgen öfter haben möchtest, auch mit dem Video dazu, auf Spaziergängen, wenn ich dich einfach in diese ganzen Themen nochmal mitnehme. Ja. Oder was du cooler findest. Findest du so Podcasts cooler, wo ich einfach nur sitze und dir das nur als Podcast aufnehme? Oder kommt die Energie, die ich jetzt hier gerade mit dem Blick in der Natur habe, auch bei dir an? Kommt das nochmal anders rüber? Gib mir gerne Feedback. Ich freue mich auf den Austausch, lass mich das gerne wissen. Und jetzt kommt wieder der legendäre Satz, ich möchte es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, fingers crossed, das wurde hier alles so aufgenommen. Das wäre sonst echt ärgerlich, weil ich glaube, da waren einige Nuggets dabei. Ja. Kurz überlegen, kann ich dazu noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, ich bin auf alles eingegangen. Warum gehst du zum Sport? Was bedeutet dir Bewegung? Warum hast du mit dem Sport angefangen? Oder vielleicht warum überlegst du mit Sport anzufangen und warum hast du das noch nicht gemacht? Was hindert dich daran? Lass mich das gerne wissen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, auf den nächsten Waldspaziergang mit dir zusammen, weil genau dieser Spaziergang jetzt gerade, der hat sehr gut getan. Und auch einfach hier zu sitzen, das ist richtig cool. Kann ich mir öfter vorstellen, gerade jetzt für den Sommer, das ist geil. Gibt mir auch irgendwie nochmal deutlich mehr und ich glaube, das spürst du auch. Ja, oh, das hat gut getan. Danke für deine Begleitung. Danke, dass du hier am Start bist. Danke, dass du mir auch den Raum dafür gibst. Und jetzt gehe ich mal wieder zurück und setze mich direkt daran, das Video hier zu schneiden. Dann kann ich es dir vielleicht heute oder morgen direkt sogar noch hochladen. Ja. Das ist es. Das ist es. Das wollte ich dir heute mitgeben. Und wenn du jetzt nach dem Talk immer noch überlegst, zum Sport zu gehen, mach's. Geh einfach. Denk nicht zu viel drüber nach. Such dir eine geile Playlist raus. Dorfdruck bei Spotify, wenn du ein bisschen auf Hardstyle stehst. Ansonsten geh einfach mal durch mein Profil durch. Da habe ich auch so ein paar andere Playlists noch verlinkt. Einfach Niklas Mohlfeld bei Spotify, dann hast du die ganzen öffentlichen Playlists. Oder deine eigene Playlist, was auch immer dich antreibt, dich motiviert. Manchmal ist es auch gar keine Musik. Geh einfach. Geh raus. Geh laufen. Überleg nicht lange, sondern denk daran, das Gefühl danach ist es immer wert, die Bewegung zu machen, zum Sport zu gehen. Freu dich auf das Gefühl danach und das sollte Motivation genug sein. Du wirst dich danach immer besser fühlen. Es wird nicht den Moment geben, wo du sagst, boah, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Geh in den Wald, geh laufen, geh zum Sport, mach die Yoga-Session, geh zum Schwimmen, geh zum Fußball, was auch immer und du wirst dich danach besser fühlen. Mach's für das Gefühl danach. Und mach's vor allem, weil du deinen Körper liebst und nicht, weil du deinen Körper hast. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Danke, dass du hier bist und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video. Ich freue mich auf deine Nachricht. Dein Niklas. Ciao, ciao. Puh. Yes. Look at this. Oh, wow. Dreamy.